Das Vierte Reich FIRR, Allgemeines. Das Vierte Reich FIRR, von ihren Mitgliedern als einzig wahre Nachfolgeorganisation des Dritten Reichs bezeichnet und wird von einem Okkultisten und Wissenschaftler, der als Herr Rass bekannt ist, angeführt. Dieser hat bisher entdeckten Informationen zufolge von 1941 bis 1943 für das Deutsche Reich gearbeitet, ehe er von der SS als zu große Bedrohung eingestuft wurde und mehrere Anschläge verübt wurden. Seither hat Herr Rass im Geheimen daran gearbeitet, das Vierte Reich aufzubauen. Abgesehen von Rass besteht FIRR vorwiegend aus Menschen, die von Rass mit Hilfe von Ritualen und Experimenten mit anomalen Eigenschaften ausgestattet wurden, wie SCP-077-DE und SCP-097-DE. Zudem verfügt Rass laut seiner Aufzeichnungen über mehrere Akolyten, die über diverse Fähigkeiten verfügen und Rass in verschiedenen Bereichen unterstützen. Die Priorität von FIRR scheint darin zu bestehen, einerseits die Kontrolle über die größten politischen Fraktionen zu übernehmen und andererseits die Unreinen auszumerzen. Zu den Menschen, die von Rass und dem Vierten Reich als unrein angesehen werden, zählen bisherigen Erfahrungen zufolge nicht weiße Menschen, Homosexuelle, Angehörige diverser Religionen, Menschen mit Behinderungen. Vereinzelt arbeitet das Vierte Reich auch mit außenstehenden Gruppen und Personen zusammen und stattet diese mit anomalen Waffen und Fähigkeiten aus, wie etwa SCP-092-DE. Herr Rass ist sich der Existenz der Foundation bewusst, sieht sie aber nicht als Feind an, sondern als momentan insignifikantes Ärgernis und als zukünftige Ressource. Dennoch hat er der Foundation seine Bewunderung ausgesprochen und hat sie als Beschützer dieser Welt bezeichnet. Rass scheint auch genau zu wissen, welche seiner Schöpfungen sich im Gewahrsam der Foundation befinden und welche Forscher Kontakt mit ihnen haben. Ob er übernatürliche Mittel einsetzt, um diese Informationen zu erlangen, oder über Zugriff auf die Daten der Foundation verfügt, ist nicht bekannt. Zudem steht Herr Rass in Kontakt mit Wesen, die sich als Dämonen bezeichnen. Teils durch Rituale und teils durch Einsatz von Geräten wie SCP-084-DE. Jede der Schöpfungen von Herr Rass ist mit stilisierten Schriftzeichen markiert, die aber auf normalem Wege nicht sichtbar sind. SCP-023-DE hat sich bei der Entdeckung dieser Markierungen als äußerst hilfreich erwiesen. Aufzeichnungen. Vom 17. Mai 2000 wurde in einem verfallenen Haus in der Lüneburger Heide ein ehemaliges Labor von FIRR entdeckt, in dem sich eine große Anzahl von modifizierten Apparaturen und den Leichen scheinbar fehlgeschlagener Experimente befand. Obwohl weder die Apparaturen noch die Leichen neue Erkenntnisse brachten, konnte auch eine alte Mappe sichergestellt werden, die offenbar die Aufzeichnungen von Herr Rass enthält. Die Mappe scheint sich eigenständig zu aktualisieren. So tauchen immer wieder neue Seiten auf, die aber immer zu Teilen verbrannt sind. Durch die Aufzeichnungen konnten neue Erkenntnisse über FIRR, deren Mitglieder und Vorgehensweise gewonnen werden. Allerdings geht die Informationsgewinnung nur langsam voran, da viele Seiten mit diversen ritualistischen Symbolen versehen sind und daher erst genauer untersucht werden können, wenn sichergestellt wurde, dass von diesen Symbolen keine Gefahr ausgeht. Im Folgenden befinden sich Fotografien und Abschriften der Seiten, die freigegeben wurden. Also keine gefährlichen Symbole, memetischen Gefahren oder eine höhere Sicherheitsfreigabe voraussetzende Informationen enthalten. Blatt 14. Heute am 2. September. Verbrannt. 43 kamen 6 Männer der Schutzstaffel, um mich zu töten. 5 von ihnen habe ich inzwischen als Testpersonen benutzt, lediglich einen habe ich beim Verhör getötet. Das Popone-Ritual war einfach zu viel für seinen Verstand. Allerdings habe ich erfahren, Verbrannt. was der Grund für diesen Verrat war. Der für Verbrannt. Seine Berater halten meine Kreationen und Verbrannt. für gefährliche gottlose Abscheulichkeiten, Feiglinge. Der Weg zur Reinheit ist mit Gefahren und Sünden gesäumt, aber die Reinheit kann nur durch absoluten Einsatz erreicht werden. Ich werde einen Verbrannt. anderen Ort aufsuchen, um meine Forschungen Verbrannt. fortzusetzen und dort den Fall des Deutschen Reichs abwarten. Der Verbrannt. ist ein nahe zu glauben, dass er sich gegen den Rest der Welt halten kann. Das Reich wird fallen und ich werde im Geheimen weiterarbeiten, bis ich der Welt wahre Reinheit bringen kann. Es wird Zeit und viel harte Arbeit brauchen. Aber am Ende wird das Dritte Reich in Vergessenheit geraten, sobald ich ein neues Reich aufgebaut. Verbrannt. Das Vierte Reich. Blatt 21. Das Paralytikum der Araneolus calva hat sich als äußerst effektiv erwiesen, was die Betäubung von Sodomisten angeht, obgleich es an allen anderen Unreinen und selbst an Reinen genauso wirksam sein dürfte.
Allerdings ist mir bislang nicht gelungen, eine entsprechende Giftdrüse in den Körper eines Mannes einzusetzen, ohne dass dieser entweder sofort oder nach Einsatz des Giftes selbst gelähmt wird. Der menschliche Körper scheint einfach unfähig zu sein, eine Immunität gegen das Gift zu entwickeln, selbst unter Einsatz von Blutritualen. Vielleicht ist eine weniger subtile Vorgehensweise gefragt. Ein anderes Blutritual könnte Möglichkeiten auf verbrannt, das Paarei verbrannt, durch verbrannt, Blatt 32, verbrannt, bin ich einer Kreatur begegnet, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ein Wesen aus Verwesung, Nacht und Zähnen. Majestätisch, wenn auch gefährlich. Es tötete eine Familie von Unreinen in der Nähe. Doch da es auch mich sofort angegriffen hat, ist davon auszugehen, dass es seine Opfer zufällig auswählt. Oder aber neben Unreinen auch Okkultisten als Beute erwählt hat. Falls es mir gelingt, diese Kreatur zu fangen oder zu töten und ihre Überreste zu bergen, könnte dies völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Alternativ würde aber auch schon ein Weg, den Hunger dieser großartigen Bestie in gewisse Bahnen zu lenken. Ein nützliches Werkzeug. verbrannt, Ein schwarzes Ritual ist der verbrannt, Gische-Schritt. Blatt 39, Es ist mir bis jetzt nur gelungen, verbrannt, die Spinnen durch Anwendung eines purpurnen Rituals sichtbar zu machen. Jeder Unreine tägt Tausende davon, doch an mir scheinen sie kein Interesse zu haben. Vielleicht leben sie nur von den Unreinen. Das wäre ein Glücksfall und könnte neue Möglichkeiten zur Auslöschung bringen. Oder sie halten sich vom Okkulten fern. Aber selbst das könnte sich als nützlich erweisen. verbrannt, Das purpurne Ritual, welches ich unleserlich, lässt aufgrund der Wirkungsweise. verbrannt, Das Tischbi, verbrannt, Bernatür, verbrannt, Blatt 44, verbrannt, die Rien, verbrannt, Eichen hat sich als einfacher erwiesen als zunächst Ammen. unleserlich, Es allerdings sehr schwierig zu sein, unleserlich, davon abzuhalten, loszugehen und jeden in sich zu attackieren. Möglicherweise wäre ein schwarzes Ritau die Antwort, obwohl keine Möglichkeit zu bestehen scheint, dieses zu automatisieren. Das Gerät, welches von Akolyt Blitz gestohlen wurde, könnte Abhilfe schaffen, obgleich unleserlich, notwendige unleserlich, Aufwand den Nutzen deutlich zu überwiegen scheint. Weitere Reinheitsweber sind verbrannt, vermutlich die unleserlich, Alternative. Akolyt V. verbrannt, Entwürfe für eine Maschine, die Unreine dauerhaft und ohne nennenswerte Ausfälle zu Willenlo. verbrannt, Es. verbrannt, N-Macht könnte bei entsprechend verbrannt, talentierten Unreinen aber ebenfalls. verbrannte, verbrannt, Arzesritt. verbrannt, Blatt 51, Die Zusammenarbeit mit Raptor Tech hat sich als ebenso kurz wie fruchtlos erwiesen. Ihnen fehlt es einfach an der notwendigen Überzeugung, diese Leute erkennen nicht, was unsere Welt braucht und wie mit manchen Gruppen umgegangen werden muss. Von ihrer kurzsichtigen Einstellung gegenüber der guten alten Fo. verbrannt, Ganz zu schweigen. Aber immerhin konnte ich einen ihrer Ingenieure, der über verbrannt, gute und starke Überzeugungen verfügt, dazu bringen, sich unserer Sache anzuschließen. Er bot an, weiterhin für Raptor Tech zu arbeiten und Informationen zu liefern. Aber nachdem der Akolyt-Dolch bei einem ähnlichen Unterfangen an die Akademie verloren haben, möchte ich keine weiteren vielversprechenden Talente riskieren. Zudem bezweifle ich, dass Raptor Tech über Tekken unleserlich, verfügt, deren Effekt verbrannt, CHT auch durch Ritu unleserlich, erzielen ließen. Es war den V. verbrannt, Manchen Organisationen fehlt es an die verbrannt, Blatt 57, unleserlich, als riskanter erwiesen als angenommen. Nichts scheint sie davon abzuhalten, anzugreifen. Abgesehen von Weihwasser, verbrannt, deren religiösen Wirkstoffen. Diese Schwäche könnte sich verbrannt, alle eines Erfolges zwar als nützlich erweisen, zurzeit ist es aber ein Ärgernis, da durch den Einsatz dieser religiösen Symbole der Beschwörungszauber destabilis unleserlich, wird. Eine direktere Vorgehensweise scheint notwendig zu sehen. unleserlich, Ich muss den Beschwörungszauber lediglich auf den Brustkorb eines Dämonen fokussieren. Ein Problem. unleserlich, Jedoch, dass ich zur gleichen unleserlich, ATI unleserlich, durchführen, irgendwo in D verbrannt, sein der M verbrannt, bis da. verbrannt. Akolyten. Aus den Aufzeichnungen von Herr Rass geht hervor, dass er über mindestens 8 verschiedene Akolyten verfügt hat, die ihm in verschiedenen Bereichen assistieren. Da lediglich die Decknamen der Akolyten aufgeführt sind, war es bisher nicht möglich, diese Personen ausfindig zu machen. Akolyt Blitz ehemals verfügte den Aufzeichnungen zufolge über großen technischen Sachverstand und assistierte Rass jahrelang bei dem Bau und der Modifikation diverser Maschinen. Nachdem Rass sich entschied, ein Gerät, an dem Blitz jahrelang gearbeitet hat, nicht länger einzusetzen, stahl Akolyt Blitz das Gerät und wandte sich von Rass ab. Verbleib unbekannt. Akolyt Dolch.
ehemals, verfügte über magische Fähigkeiten und spionierte für Firer, eine unbekannte Organisation, aus. Wurde laut den Aufzeichnungen an diese Organisation verloren. Ob er aber getötet wurde oder sich dieser Organisation anschloss, ist unbekannt. Akolyt Faust, Verfügt über großes Geschick dabei, Okkultes in Maschinen zu integrieren. Hat mehrere Geräte, die von Rass benutzt werden, selbstständig entwickelt. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Akolyt Faust bereits in seiner Jugend begann, für Herr Rass zu arbeiten. Akolyt Fels, Scheint laut den Aufzeichnungen in Verbindung mit der Natur zu stehen und sowohl Rituale als auch Geräte zu benutzen, um wilde Tiere zu manipulieren und die physikalischen Eigenschaften von Pflanzen zu verändern. Akolyt Flut, War ein hochintelligenter Chemiker, bevor er laut den Aufzeichnungen von Herr Rass zu einem Alchemisten ausgebildet wurde. Wird von allen Akolyten am seltensten in den Aufzeichnungen erwähnt, was darauf hindeutet, dass er entweder ein eigenes Labor hat und nur selten direkt mit Rass in Kontakt tritt, oder aber, dass er neben seiner Tätigkeit für Firer noch andere Verpflichtungen hat. Akolyt Kraft, Besitzt laut den Aufzeichnungen Fähigkeiten, die es ihm erlauben, den Raum zu krümmen und Raumanomalien zu erschaffen. Da ihm dies offenbar neben anderen Dingen erlaubt, sich und andere Dinge zu teleportieren, ist er anscheinend zu großen Teilen für die Logistik des Vierten Reichs zuständig. Aus den Aufzeichnungen geht zudem hervor, dass er eine Vorliebe dafür hat, Feinde und Verbündete gleichermaßen in die Irre zu führen, um die Ziele des Vierten Reichs zu erreichen. Akolyt Strom, Scheint in der Lage zu sein, etwas manipulieren zu können, das in den Aufzeichnungen als Seele beschrieben wird. Dadurch ist er fähig, leblose Objekte mit einem eigenen Willen und anomalen Fähigkeiten auszustatten. Er ist offenbar einer der loyalsten Anhänger von Herr Rass. Zu seinen Schöpfungen zählen unter anderem SCP-053-DE und SCP-094-DE. Akolyt Sturm, War Ingenieur für Raptor Tech Industries, bevor er von Herr Rass rekrutiert wurde. Er scheint erst seit kurzem Akolyt zu sein und wird kaum in den Aufzeichnungen erwähnt, weswegen nicht viel über ihn bekannt ist. Allerdings wird bei jeder Erwähnung von seinen starken und guten Überzeugungen gesprochen. Es ist nicht bekannt, ob es noch weitere Akolyten gibt, die in den bisherigen Aufzeichnungen nicht erwähnt oder deren Erwähnungen durch die Verbrennungen der Aufzeichnungen nur noch nicht entdeckt wurden. Sollte einer der Akolyten in Gewahrsam genommen werden, ist dieser schnellstmöglich zur Befragung nach Standort der Acht zu bringen, um eine sichere Verwahrung zu gewährleisten. Sollte dies nicht möglich sein, muss ein gefangener Akolyt zum nächstgelegenen Standort gebracht werden, an dem sich keine Objekte mit Verbindung zum Vierten Reich befinden, da völlig unbekannt ist, inwieweit die Akolyten Einfluss auf Firer-Objekte ausüben können.